Wissen Sie, der springende Punkt des Films ist das? Analysieren. Sezieren. Ich sollte nicht sezieren. Ich sollte sezieren. Ich möchte, dass Sie analysieren. Ich möchte sehen, wie dein Inneres aussieht. Wir werden jetzt unsere erste Dissektion machen. Ich wollte analysieren. Die Frage ist, in der Realität dieses Films, Was bedeutet dies? Ich mache Analyse und steige in die Dissektion ein. Was bedeutet dies? Das ist es. Dieser Film wird dein Leben verändern. diese Version des Films wird schlecht sein. Systematische Dissektion. Was ist die Bedeutung davon? Dieser Film ist schlecht, ist das worum es Ich bin Direktor für Fotografie. Das ist der Star dieses Films. Was darf man fragen, ist die Bedeutung davon. Dies ist das Ende des Films. Hallo, das ist die erste Folge von Filmzergliederung. Ich werde Filme aller Genres, Budgets und Stile auf eine völlig neue Art und Weise analysieren, die euch unterhalten wird, aber auch etwas über den Film und das Filmemachen im Allgemeinen beibringen können. Dies ist kein Rezensionsvideo und ich bin kein Kritiker. Ich möchte auch keiner sein. Ich arbeite seit 20 Jahren in Filmproduktionen und deshalb kann ich die technischen Aspekte einer Produktion im Detail erklären. Wir werden Szene für Szene anschauen, wie der Film entstanden ist, wie er gedreht und geschnitten wurde. Es wird jedoch kein langweiliger Prozess sein, denn irgendwann hören wir auf, Dinge zu lernen und wir brauchen nur die saftigen Teile mit Substanz. Um das zu erreichen, habe ich mir ein paar Regeln für diese Videos ausgedacht. Die absolut notwendigen Schritte beim Erstellen eines Films, die man nicht vermeiden kann, sind Regie, Beleuchtung und Blockierung sowie Schnitt. Wir werden uns hauptsächlich auf diese drei konzentrieren. Das vierte Element ist natürlich Ton. In manchen Fällen macht der Ton 50% des Films aus. Manchmal ist er sogar noch wichtiger. Ältere Filme hatten nicht viel Sounddesign, daher werden wir den Ton nur für moderne und größere Filme analysieren. Wir werden auch die anderen Elemente untersuchen: Schauspiel, Spezialeffekte, Kostüme und Setdesign. Aber ich werde auch hier nicht ältere oder billigere Filme kritisieren, die sich keine großen Dinge leisten könnten. Anstatt über langweilige Standbilder und ein paar Szenen des Films zu sprechen, zeige ich euch Interviews und Aufnahmen hinter den Kulissen, falls vorhanden, vergleiche Trailers und Szenen aus der Filmografie des Regisseurs oder Produzenten und halte im Allgemeinen ein hohes Tempo ein. Im mittleren Teil werden wir die Regie und die Fotografie untersuchen und was sie im Vergleich zu anderen Filmen aus dem gleichen Jahr leisten konnten. Und wir werden sogar versuchen, einige Szenen neu zu beleuchten oder Schwarz-Weiß-Material einzufärben. Der letzte Teil ist der Schnitt. Und es lohnt sich, jeden Film Szene für Szene zu untersuchen, ohne lange Erklärungen, direkt auf den Punkt, um seine Qualität ein wenig besser verstehen zu können. Ich werde jedem Film auch eine Bewertung geben, eine faire, ohne subjektiv zu sein. Jede Folge wird in 3 verschiedenen Sprachen präsentiert. Die englische Version wird internationale oder US-amerikanische und britische Titel und Artwork-Posters haben. Die deutsche und hellenische Version werden unterschiedliche Covers und Titel haben, wie die Filme in Deutschland und Hellas rauskommen. Sie können die beiden mit Untertiteln anschauen. Es wird bestimmt extra Spaß machen. Die Links findet in der Beschreibung. Nicht vergessen zu abonnieren, denn ich habe eine Menge Videos vorgeplant und natürlich die 3. Staffel von Kultecke, die sogar noch umfangreicher sein wird als die Zergliederung-Episoden. Der erste Film heißt The Earth Dies Screaming. Die Erde stirbt schreit von Terence Fisher aus dem Jahr 1964. Ein wenig bekannter Film, der in Deutschland nie rauskam, so wie es aussieht, der mitverantwortlich für ein ganzes Subgenre von Horror und Science Fiction ist. Let's go!
Plötzlich stirbt ein Mann an den Kontrollen eines Zuges. Plötzlich schlägt ein Auto zur Zerstörung aus. Plötzlich taucht ein Flugzeug zu Tode ein. Die Erde stirbt schreiend und die Roboter übernehmen. Terence Fisher, der Mann, der Dracula und Frankenstein für Hammer gemacht und im Grunde die Welle des Horrors geschaffen hat, die uns alle modernen Klassiker gegeben hat. Hammer hatte unglaublich das Glück, dass Terence Fisher bereit stand und bereit war, die gesamte gotische Wiederbelebung auf seinen Schultern zu nehmen. Er war besonders nützlich, als er das Material ernst und feierlich nahm, aber er versuchte es nicht, es aufzureißen. Ich glaube, er war eine Art englischer Herr. Ich war nie ein Fan dieser alten Hammer-Produktionen, sondern habe sie mir erst später angeschaut, nachdem ich Filme aus der 70er, 80er und späteren gesehen habe, mit unglaublichen und sogar sehr extremen Effekten. Die alten Hammerfilme waren dann zu soft und ich war nie ein Fan von Dracula und Frankenstein im Allgemeinen. Ich verstehe nicht einmal, was der Reiz war. Aber ich muss sagen, dass Terence Fisher irgendwie für all die Dinge verantwortlich ist, die wir heute lieben, besonders im Horrorbereich. Sobald er in das Horror-Ghetto eintrat, wie die Kritiker es nennen, war seine Arbeit kritisch verringert. Aber nicht nur für düstere Genres. Indirekt hat er auch alles andere mitgeholfen. Ohne den Erfolg von Dracula wären Filme wie Psycho, die früheren Erfolge von Mario Bava, die gesamte italienische Horrorwelle, der amerikanische Indie-Horror-Trend der 70er Jahre und sogar Slasher-Filme nicht dasselbe. Ich sage nicht, dass es sie nicht geben würde, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht es so aus, als ob diese kleinen Filme von Hammer, die Universal Monster aus der 30er Jahren wiedererlebten, an allem schuld sind. Der Kraft des Bösen, der Anziehungskraft des Bösen und des Mangels an Widerstand. Nicht wegen ihren Kassenerfolgs, wegen der unzähligen Zeitschriften, die in der 60er Jahren plötzlich erschienen und nie aufgehört haben. Christopher Lee und Peter Cushing waren die Posterboys, die Popstars, ob man heute es glauben kann oder nicht. Und Terence Fisher gab nacheinander Interviews in gedruckter Form. Er war so ein lieber, freundlicher, kuscheliger kleiner Mann. Sehr schüchtern, weil er genau weiß, wo er das Bild schneiden möchte. Kein Regisseur musste jedem Schauspieler 100% seiner Zeit geben, was er tun musste. Es liegt also an dem einzelnen Schauspieler, seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Und oft werden Teddy etwas vorschlagen und er wird offensichtlich, lieber Junge, das ist eine sehr gute Idee. Wir werden etwas tun und darauf eingehen. Oder er wird sagen, nein, weil ich nicht glaube, dass du deshalb tust. Früher hatten wir viel Lachen und wann immer er mir eine Nahaufnahme gab, machte ich immer einen Sinn, auf ihn zu gehen und einen Fever in seine Hand zu geben. Aber er war auch ein ziemlich guter Schauspieler, dass die Einheit wirklich glaubte, dass ich ihn jedes Mal, wenn ich es tat, wegen einer Nahaufnahme bestochen hatte. Es war eine Art Witz zwischen uns. Er würde sagen, okay, zeig mir, was du früher getan hast. Und dann werde ich dir sagen, ob es richtig oder falsch ist. Und er wusste, was er tat. Die Erde stirbt schreiend ist noch aus einem anderen Grund wichtig. Zusammen mit Ich bin Legende, Last Man on Earth ist es der Film, der die Nacht der lebenden Toten beeinflusst hat. Und es gibt eine gute Erklärung, warum diese beiden Filme im selben Jahr gedreht werden. Sie wurden von derselben Firma hergestellt. Robert Lippert und seine Lippert-Filme. Sicher Tanz der toten Seelen und Nächte des Grauens hätten vielleicht auch den ersten echten lebende Toten-Film und das gesamte Genre beeinflusst. Aber ohne diese beiden Lippert-Filme bezweifle ich, dass wir am Ende genau diesen Stil in der Bewegung der Ghule und den dystopischen Hintergrund haben würden. Obwohl George Romero erklärt hat, dass Ich bin Legende sein Einfluss war, werden wir sehen, dass The Earth Dies Screaming die fehlenden Elemente enthielt, insbesondere wenn es um die erste Version des Drehbuchs von Nacht der lebenden Toten geht. Plötzlich steigt der Tod in den 4 Ecken der Erde ab. Und nur eine Handvoll Menschen überleben, um in Angst zu leben. Ein kleiner Rückblick auf die Geschichte, um mögliche Lücken zu schließen. Wir müssen über Robert Lippert sprechen, den Roger Corman-Produzenten vor Roger Corman.
Und sie arbeiteten sogar zusammen, als Corman einen Vertriebspartner für den Verkauf seiner ersten Kreationen suchte. Ich finde einen Deal mit Leber, das eines der kleinen unabhängigen Vertriebsunternehmen war. Lippert hat über 300 Filme produziert und im 1948 sogar bei einem davon Regie geführt. Vielleicht kennt ihr zum Beispiel ein kleines Ding namens Die Fliege und seine Fortsetzungen. Er hat mit 3, 4 verschiedenen Unternehmen und Firmennamen gearbeitet und es ist bemerkenswert, dass man nicht viele Informationen über ihn finden kann. Außer in diesem Buch Reden ist billig, Aktion ist teuer, die Firma von Robert L. Lippert, geschrieben von Mark Thomas McGee, das seine Biografie und Gesamtwerk abdeckt. Nach einigen Science-Fiction-Projekten in den späten 50er Jahren war Lippert daran interessiert, eine Art Ich-bin-Legende-Film zu machen und hätte beinahe ein Buch mit dem Titel Leben ohne Ende adaptiert. Ein 1959 erschienener Film, Die Welt, das Fleisch und der Teufel mit Harry Belafonte, hat dieses Projekt zunichte gemacht, weil er ein ähnliches Thema hatte, wo 3 Menschen auf der ganzen Welt am Leben blieben. Die mutigste Idee, die jemals in Filmunterhaltung versucht wurde, die letzten 3 Menschen allein der Welt. Was sind die Gefühle dieses Mädchens, die einer Zukunft ausgesetzt sind, die keine Frau vor ihr bekannt ist? Was ist mit den Männern, die von grundlegenden menschlichen Gefühlen zerrissen sind, als sie am Rande des Unbekannten stehen? Vielleicht erkennt ihr diese Szene als Hommage. Hat jemand Hunger? Wie steht's mit dir, Betsy? Du siehst in letzter Zeit irgendwie dünn aus. Bekommst du genug Proteine? Komm schon, Hank. Wir müssen auf unsere Gays warten. Hey, wer ist das Mädchen? Ach, nichts. Hey, ich seh dich morgen. Zu diesem Zeitpunkt fanden Lippert und sein Schreibpartner Harry Spalding den Roman Ich bin Legende von Richard Matheson, der bereits von Hammer Films gekauft war. Hallo, ich bin Joe Dante. Willkommen bei Trailern aus der Hölle. In den späten 50er Jahren adaptierte Richard Matheson seinen Roman in ein Drehbuch für britische Hammerfilme, aber die britische Zensur, die sagten Hammer, kein Film, das grausamer in Großbritannien gezeigt werden könne, was ihn effektiv tötete. Und ich habe das Drehbuch geschrieben und es wurde nicht gemacht und ich nahm an, dass sie mit meiner Arbeit unzufrieden waren. Aber Jahre später, Tony Hines, einer der 3 Hauptproduzenten dort, sagte, nein, das war es überhaupt nicht, das war ein wunderbares Drehbuch. Aber wir hatten damals solche Probleme mit den Sensoren. Und als sie mein Drehbuch für ER Legend bekamen, haben sie den Titel in die Nachtkreaturen geändert. Als sie mein Drehbuch bekamen, sagten sie, oh nein, nicht wieder. Du wirst das nicht machen. Und so mussten sie es hier an Lippert verkaufen. Ich rief die Writers Guild an und sagte, bitte nehmen Sie meinen Namen ab. Und sie sagten, wenn wir das tun, verlieren Sie in Zukunft Residuen. Und da ich 4 Kinder hatte, dachte ich, naja, das ist keine gute Idee. Also kam ich auf Logan Swanson. Der Logan war der Mädchenname der Mutter meiner Frau. Und Swanson war der Mädchenname meiner Mutter. Schauen wir uns jetzt etwa zur gleichen Zeit die Karriere von Terence Fisher an. Nachdem er in den 40er Jahren als Cutter bei Warner Bros. Gearbeitet hatte, begann er als Regisseur Dramen und leichte Komödien zu drehen. Ich denke, viele Leute kommen manchmal in jenen Tagen in den Film, manchmal auf ungewöhnlichen Routen 1930er Jahre, als er im Geschäft begann. Er war ein sehr schüchterner, sanfter Mann. Ich meine, jeder hat den Eindruck, dass ein Filmregisseur diktatorisch ist. War genau das Gegenteil. Er war schüchtern und konsultierte immer die Schauspieler darüber, was sie tun wollten. Er war der Hausleiter bei Hammer. Er begann im 1951 mit dem Film Man-Bait, Männerköder, für Hammer zu arbeiten und im folgenden Jahr mit Wings of Danger, Flügel der Gefahr und Das gestohlene Gesicht, die alle in den USA von Lippert Pictures vertrieben wurden. Hier ist also die Verlinkung. Die letzte Seite war insofern von Bedeutung, als es der erste Hammerfilm von Terence Fisher war. Ihr Mietvertrag lief gegen Ende 1951 ab und experimentierten dann mit einem formaleren Studio, Arrangement, in dem sie in den Riverside Studios in Hammersmith
ein paar Filme machten. Im 1953 kehrte er nach Hammer zurück mit Man Trap und A Race for Life, ein Wettlauf ums Leben, im 1954. Ebenfalls im Verleih von Lippert Pictures. Erstaunlicher als die Atombombe ist die fantastische Raumstation, die mehr als 1000 Meilen hochgebaut wurde. Während er viele andere Filme und sogar Episoden für das britische Fernsehen drehte. Und ich wette, viele von euch habt keinen davon gesehen. Was auch immer der Notfall ist, Zifferblatt 999 und der Anruf geht an die Informationsrolle von Scotland Yard. Dann im 1957 führte er Regie bei Frankensteins Fluch und alles änderte sich. Terence Fisher, den ich geworden bin, um viel zu bewundern. Auch dies ist kein Film mit einem riesigen Budget. Dies ist ein Film, der in kürzester Zeit sehr effizient gedreht wurde, aber die Angst und Spannung, die sie auf dem Bildschirm erhielten. Dieser Film hat mich als Kind wirklich beeinflusst. Für seine Zeit, für das geführt, was sie auf dem Bildschirm sehen können. Es war ein Riesenerfolg, sogar größer als Dracula im nächsten Jahr an den Kinokassen. Doch der zweite ist der Film, der ihn und Hammer endgültig etabliert hat. Und Christopher Lee als Dracula, der alles Böse in sich vereint. Es ist zu sehen, dass als wir Fluch von Frankenstein sahen, es eine grafische Qualität gab, die völlig unangebracht war, was es für uns äußerst liebenswert machte. Wir haben es sehr genossen und ich werde nie die Reaktion des Publikums vergessen. Die Mitternacht im New Yorker Paramount war. Die liebten es. Wir waren ungefähr 15 Jahre alt. Ich meine Freunde, ich selbst. Und dann denke ich, dass der Horror von Dracula der bessere des beiden Films war. Er war das goldene Ticket für Hammerfilms mit Erfolgsfilmen wie Frankensteins Rache. Ich konnte der Guillotine entfliehen. Werde den Tod meines Geschöpfes rächen. Der Hund von Baskerville. Bleiben Sie absolut regungslos. Die Rache der Pharaonen. Den Tod überlistet. Du 2 Jahre brauchst, um die Flüssigkeit neu herzustellen. Die Würger von Bombay. Die haben gegen die Göttin Kali gesündigt. Diejenigen, die gegen Kali gesündigt haben, müssen den Schmerz leiden, nie wieder auf ihre Zähne zu schauen. Schlag 12 in London. In seiner geistigen Zerrüttung verübte er eine diabolische Vergeltung für ihm angetanes Unrecht. Dracula und seine Bräute. Schöne Frauen in entsetzenerregende Ungeheuer verwandelt. Das Schwert des Robin Hood. Der Fluch von Siniestro. Das Rätsel der unheimlichen Maske. Und die brennenden Augen von Schloss Baltimore. Er drehte im 1962 in Deutschland Sherlock Holmes und das Halsband des Todes mit Christopher Lee. Sherlock Holmes und das Halsband des Todes. Er sagte sehr selten wie viele andere Regisseure. Dies ist das, was sie tun werden. Sie fangen an zu reden und dann werden sie dort drüben und sie beenden. Dass viele Regisseure gerne so arbeiten, dass es etwas nervig sein kann. Terry war ein Arrangeur. Er war ein großartiger Arrangeur in dem Sinne, dass er wusste, was auf dem Bildschirm am besten aussehen würde. Und war zu diesem Zeitpunkt Freelancer als Regisseur zu engagieren? Dort sind wir eine enorme körperliche Anziehungskraft, die sie zu ihm zieht, obwohl sie die Konsequenzen dessen kennen, was sie tun. Also wandte sich Lippert an ihn und sie drehten im 1963 gemeinsam The Horror of It All. Der Schrecken von allem zwischen dem Gesicht des Bösen und einer Masse von Wolken. Mit dem wunderbaren Andre Melly aus Draculas Bräute. Nigel ist mein Bruder. Einmal war er so gesund wie der Rest von uns. Den ihr vielleicht von unzähligen Horrormagazin-Cover oder von der Benny Hill Show kennt. Sicher. Es ist der Franzose, der diesen Ruf hat, wie er die Hand eines Mädchens und dann ihre Wange, ihren Hals und dann ihre Ohren küssen wird. Der Film ist im Grunde ein Remake von Das Haus des Grauens aus 1932. Der Film wurde einige Monate vor Die Erde stirbt schreiend im Jahr 1964 veröffentlicht, während Ich bin Legende, Last Man on Earth bereits draußen war. Vampire, lebendig unter den Lebenslosen, die die Nacht mit ihrem unmenschlichen Verlangen heftig machen. Wenn sie nicht in den flammenden Gruben des Höllenfeuers zerstört,
oder im Licht der Sonne auf den Boden gesteckt werden, wird der Unglaubliche real. Eine Welt unbelebter Zombies tagsüber. Warum also zwei Filme mit demselben Konzept, die im selben Jahr von einem Produzenten gedreht würden? Ich kann davon ausgehen, dass Lippert, da er die Rechte an dem Roman Ich bin Legende besaß, die Idee hatte, etwas Ähnliches in England in den Shepperton Studios mit Fisher zu schaffen, wo The Horror of It All gedreht würde, mit einigen zusätzlichen Außenszenen im Dorf Shear. In gewisser Weise werden die Kreaturen an Ich bin Legende eher als eine Art infizierte Hybrid-Vampire beschrieben, wie ihr sie vielleicht im Remake von 2007 mit Will Smith gesehen habt. Und weil in die Erde stirbt schreiend tote Menschen wieder zum Leben erwachen, könnten wir sagen, dass Lippert mit diesen beiden Produktionen das gesamte Zombie-Genre beeinflusst hat. Ich hoffe, dass es für euch ebenso faszinierend wie für mich ist, die Ursprünge eines ganzen Subgenres zu entdecken. Wir sind hier in South Street Seaport, wo der Bürgermeister den Transport für viele Bürger vorbereitet hat, um Manhattan zu verlassen. Jetzt hat sich diese Pandemie schneller ausgebreitet als alle anderen Phänomene. Bonus-Trivia hier. Ich bin Legende war nicht der erste Roman seiner Art. Dafür muss man bis ins Jahr 1826 zurückgehen. Und Verney, der letzte Mensch, von niemand anderen als Mary Shelley lesen. Ja, die Autorin von Frankenstein stellte sich auch eine dystopische Zukunft vor, in der die Menschen durch eine Pest ausgerottet würden. Der Roman wurde nur 3-mal veröffentlicht und schließlich im 1965 nachgedruckt. Hat er Richard Matheson und später das Zombie-Genre beeinflusst? Vielleicht. Kommen wir nun zur ersten Runde unserer Analyse, den künstlerischen Teilen, Regie und Beleuchtung. Der Film wurde sehr safe gedreht, höchstwahrscheinlich mit nur einer Kamera. Bei der Innenaufnahmen wurden die Lichtverhältnisse besser berücksichtigt, während alle Außenaufnahmen sehr schlicht wirken. Möglicherweise ohne zusätzliche Lichtquelle außer der Sonne, meistens von Wolken bedeckt. Sehen wir uns einmal an, was ich meine und was Sie mit ein paar zusätzlichen Lichtern hätten machen können. Würde das einen großen Unterschied machen? Wie wäre es nun mit Fischers Regie? Er ging auf Nummer sicher und verzichtete auf Trickaufnahmen oder ausgefallene Bewegungen der Kamera. Die meisten Charaktere betreten und verlassen das Bild wie in Fernsehproduktionen. Die Kostüme der Roboter helfen dem Film nicht sehr, insbesondere nach heutigen Maßstäben. Fisher ist dafür bekannt, dass er in früheren Produktionen mehr Blut oder Schlamm verlangte, insbesondere bei Christopher Lee, als er die Mumie oder Frankenstein oder Dracula spielte. Warum sieht dieser so sauber aus, ohne einen Hauch von Blut? Eine Erklärung ist der Einfluss von Dr. Who, der im Jahr 63 begann und in dessen 5. Folge im Dezember desselben Jahres die Daleks vorgestellt wurde. Du gehst vor uns und befolgst meine Anweisungen. Sofort in diese Richtung. Deine Beine sind gelähmt. Du wirst dich bald erholen. Es sei denn, du zwingst uns, unsere Waffen noch einmal zu verwenden. In diesem Fall wird der Zustand dauerhaft sein. Die Daleks sind die Herrscher der Erde. Jetzt!
Hi, ich bin der Peter Lehn. Ich bin Sprecher hier und wir haben gerade hier bei Metz 9, dem Studio, die Folge Die Daleks aufgenommen und ich bin ganz glücklich, weil ich eben darin immer für euch die Daleks machen darf und mit Neutronenbomben hantieren. Natürlich war es in England vom ersten Tag eine große Sache. Und wenn man das erst einmal weiß, versteht man, warum die Roboter in Die Erde stirbt schreiend so aussehen. Warum Fisher die Aktion und die Gewalt minimiert hat, liegt meiner Meinung nach an Hammers früheren Versuchen, Ich bin Legende zu verfilmen und daran, dass die britische Zensurbehörde dies nicht zugelassen hat. Im Buch Hammer fährt zur Hölle, die ungemachten Filme des House of Horror von Kierer Foster, kann man über Mathesons Drehbuchversion seines eigenen Romans mit dem Titel Die Nachtkreaturen lesen. Die BBFC weigerte sich, das Drehbuch zu erlauben. Wie kann ein Gremium ein Drehbuch beurteilen und dem Produzenten nicht erlauben, es überhaupt zu verfilmen? Sehr komisch. War es zu gruselig für das Publikum und würde Panik auslösen? Würden alle Menschen sich gegenseitig umbringen? Es ist ein verdammtes Drehbuch. Wie dem auch sei, Die Erde stirbt schreiend enthält wahrscheinlich aus diesem Grund keine wirklichen Horrorszenen. Ich bin Legende 64 hat viel mehr Aktion, Spannung und Morde, da er in Italien gedreht wurde. Abgesehen von Vincent Price, für junge Zuschauer, er ist die Stimme in Michael Jacksons Thriller. This is Vincent Price. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. Die Dunkelheit fällt über das Land. Die Mitternachtstunde liegt in der Hand. Kreaturen kriechen auf der Suche nach Blut, um ihre Nachbarn zu terrorisieren. Die schlechtesten Stadien in der Luft. Der Funk von 40.000 Jahren und Grizzly-Polen aus jedem Grab nähern sich zu Robben oder Gulen. Und obwohl sie kämpfen, um am Leben zu bleiben, beginnt ihr Körper zu zittern. Vincent Price, der eine wundervolle Darstellung abgeliefert hat, die anderen Schauspieler sehen aus wie Amateure. In Die Erde stirbt schreiend haben wir nur 2 davon. Der Rest der Besetzung sind Profis und die meisten von ihnen sind gut etabliert. Mit Willard Parker, Virginia Fields, Dennis Price. Ihre Rollen sind nicht sehr dramatisch oder emotional und aufgrund des Mangels an Aktion fühlt sich der gesamte Film genau wie ein Bühnenstück an. Die Innenszenen im Haus müssen jedoch die gesamte Handlung in Nacht der lebenden Toten beeinflusst haben. Die Aktionteile stammen von Last Man on Earth. Es gibt nur einen Schauspieler, der königlich behandelt würde, und das ist Virginia Field, eine legendäre Schauspielerin aus der goldenen Zeit Hollywoods mit Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Ich habe alles auf der Welt, außer den Dingen, die ich wirklich will. Ich habe keine Möglichkeit zu wissen, ob sie Talent haben. Aber sie haben mich davon überzeugt, dass ihre Liebe zum Theater echt und ehrlich ist. Bei manchen Schauspielern kommt es vor, dass sie vor allem mit zunehmendem Alter ein verschwommeneres, engelhaftes, weiches Porträt verlangen. Keine Vaseline auf der Linse, ein paar zusätzliche Lichter reichen normalerweise aus. Für alle anderen im Film ist es wie die neue Folge der Woche. Doch der Film ist nicht schlecht. Die Anfangsaufnahme und die einfache, aber wirkungsvolle Darstellung von Chaos und Tod nehmen einen auf die Reise mit. Leider hält der Film nicht, was dieser Anfang verspricht. Die Schauspieler schienen nicht viel von Horror zu verstehen. Ihre Darstellung ist von Mystery Dramen und Film Noir beeinflusst, aber nicht so dirty wie bei bestimmten, etwas dreckiger Film Noir-Filmen. Keine Ohrfeigen, keine hysterischen Momente. Sie rennen nicht, selbst wenn sie verfolgt werden. Die Roboter sehen nicht so unzerstörbar aus. Ein paar Schüsse würden sie bestimmt töten. Der Film ist nicht für ein anspruchsvolles Publikum gedacht. Und das liegt daran, dass Lippert mehr Geld verdiente, indem er einfache Filme für eine lohnabhängige Mittagklasse und Arbeiterklasse produzierte. Aber die Zeiten hatten sich geändert.
Vergleichen wir jetzt diesen Film mit einigen bekannten Beispielen aus der gleichen Zeit. Wie geht es Ihnen? Der Unterschied zu den Filmen von Alfred Hitchcock aus den Jahren 63 und 64 liegt vor allem im Budget. Hitchcock war in den 60er Jahren kein herausragender Licht- und Porträtkünstler. Das tat er in der Vergangenheit in seinen düstereren Filmen. Die Gesichter sind normalerweise flach und gut beleuchtet, während wir in Die Erde stirbt schreiend Andeutungen von Schatten und starken Kontrasten haben. Hätten sie stärkere Lichtquellen verwendet, könnte der Film dem Stil von Mario Bava nahe kommen, der natürlich ein Meister der künstlerischen Leitung war. Was passiert, wenn wir versuchen würden, eine Aufnahme so zu korrigieren, dass sie eher gotisch aussieht, etwa im Stil von Black Sunday, Mask of Satan? Nun wollen wir sehen, ob wir den vollen Giallo-Film erreichen könnten, wenn der Film in Farbe gemacht würde. Etwas näher an Blutige Seide, das im selben Jahr herauskam. Als Science-Fiction-Film kann er nicht mit Filmen wie Planet der Vampire von Bava verglichen werden. Allerdings fällt ihm auch die Finesse von Ich bin Legende, Last Man on Earth, der richtig breit ist mit 2,3:1, nicht voll 2,35, im Gegensatz zu Die Erde stirbt schreiend, der mit 1,66:1 fast wie Fernsehserien aussieht. Mal sehen, wie es wäre, wenn es richtig breit wäre. Widescreen. Es gibt Aufnahmen, die man kaum manipulieren kann. Wenn die Technologie es jedoch einfacher macht, ganze Filme perfekt zu retuschieren, das ist bereits möglich, aber unglaublich zeitaufwendig. Könnte dieser Film in Farbe und im Breitbildformat vorliegen, würde es ein größeres Publikum gewinnen. Nein. Nur ein paar zusätzliche Zuschauer. Wenn ihr Filme im Allgemeinen liebt, könnt ihr ihn ein- oder zweimal genießen, da selbst auch die unzähligen aktuellen Walking Dead Spin-offs teilweise auf diesem Film basieren. Schauen wir nun an, wie der Schnitt des Films funktioniert. Ich werde nicht den ganzen Film durchgehen, weil ich den Film nicht verderben möchte, sondern nur ein paar Beispiele und ihr werdet verstehen, worauf es ankommt. Der Schnitt basiert auf Logik, fast ohne Nebenhandlungen. Es bringt die Leute von Punkt A nach Punkt B, wie in diesen Aufnahmen hier. Diese Einstellung galt damals als spannendes Filmschaffen. Eine Leiche liegt auf der Decke, der Hauptdarsteller packt den Kerl und bringt ihn in eine Totalaufnahme mit leichtem Schwenk in den anderen Raum. Die Dialogszenen wechseln meist zwischen allen grundlegenden Aufnahmearten, von einer halbtotale oder mittlere Aufnahme über eine Two-Shot-Aufnahme bis hin zu einer Nahaufnahme im einfachen altmodischen Stil. Eine Doppeleinstellung mit einer minimalistischen Kamerabewegung, eine Totalaufnahme des dritten Schauspielers, der auf die Kamera zukommt, die in einer amerikanischen Einstellung endet und dann in der vorherigen Two-Shot-Einstellung ins Bild kommt. Die Kamera wartet darauf, dass der Schauspieler am Auto ankommt, auf eine leichte Bewegung des Podests oder Krans, um die leeren Sitze sichtbar zu machen, und auf einen einfachen Wechsel der Reaktionsbilder, bis der Hauptdarsteller ins Bild kommt, um den Dialog in einer Einstellung fortzusetzen. Diese Szene besteht aus einem Dutzend Zweibildern, bis sich schließlich eine Schauspielerin dem Fenster nähert, um zu sehen, was draußen passiert. Einige Spannungsszenen jetzt, die wirken, als kämen sie aus der 30er Jahren. Wiederum ein sehr altmodisches Filmemachen. Könnte ein solcher Film von einem modernen Schnittstil profitieren? Während man einen Film dreht, passiert die Hälfte des Schnitts.
Man benötigt mehr Abdeckung und ehrlich gesagt mehr als eine Kamera. Schauspieler werden am Set schnell müde und können keine großartigen Leistungen erbringen, wenn sie erschöpft sind. Dieser Film sollte kein Meisterwerk werden und deshalb haben die meisten Menschen immer noch nichts davon gehört. Wie können wir Filmen eine Punktzahl geben und es trotzdem schaffen, objektiv zu sein? Für jede Kategorie gebe ich eine Punktzahl von 0 bis 10, insgesamt 10 Kategorien für eine Summe zwischen 0 und 100. Die Kategorien sind 1. Regie. Der Film bekommt eine 6. 2. Fotografie. Knapp eine 4. 3. Kamera. Wieder eine 4 und das ist schon mehr als er verdient. 4. Schauspiel. Ich gebe 6, weil die Schauspieler gut ausgebildet waren und nur 2 von ihnen keine Erfahrung hatten. 5. Bühnenbild. Sie haben nicht so viel gemacht, sie haben kein ganzes Set oder so erstellt, aber sie hatten ein paar verunfallte Autos draußen. Es hat gut funktioniert, also eine 5. 6. Kostüme. Hier gibt es keine Errungenschaften. Wenn man die Roboter als irgendwie ikonisch empfindet, gebe ich eine 4. 7. Spezialeffekte. Wieder nicht viel Arbeit im ganzen Film, 2 Explosionen, ein paar Schüsse, blinde Kontaktlinsen, das Innere eines Roboters. Ich gebe dafür eine 5. 8. Soundtrack. Eine gut gemachte Partitur von Elisabeth Lutyens. Nicht außergewöhnlich, aber ich gebe ihr eine 7. 9. Sounddesign, Soundeffekte. Das ist eine 3. Mehr ist es nicht. 10. Schnitt. Einfacher, aber solider für das, womit Robert Winter arbeiten müsste, eine 6. Für alle Filme, die eine bedeutende Rolle in der Filmgeschichte spielten, wird es eine spezielle 11. Kategorie geben. Mit dieser Kategorie könnte ein Film möglicherweise über 100 hinausgehen, ähnlich wie ein Spinal Tap Lautsprecher. Ich gebe diesem Film 5 extra Punkte, nur weil er das Zombie-Genre mit erschaffen hat und weil er von Terence Fisher gedreht wurde. Summe 55 Punkte. Für das nächste Mal habe ich einen ganz besonderen Film. Einen der verstörendsten Filme, die je gedreht wird. Der immer noch hart wirkt und einem den Magen aufregen kann. Aber seine Geschichte unterscheidet sich wirklich von dem, was man vielleicht geglaubt hat. Auf Wiedersehen und Wiederhören. Wissen Sie, der springende Punkt des Films ist das? Analysieren. Ich sollte nicht sezieren. Sollte sezieren. Ich möchte, dass Sie analysieren. Ich möchte sehen, wie dein Inneres aussieht. Wir werden jetzt unsere erste Dissektion machen. Ich wollte analysieren. Die Frage ist, in der Realität dieses Films, Was bedeutet dies? Ich mache Analyse und steige in die Dissektion ein. Was bedeutet dies? Das ist es. Dieser Film wird dein Leben verändern. Diese Version des Films wird schlecht sein. Systematische Dissektion. Was ist die Bedeutung davon? Dieser Film ist schlechtes Ausdruck. Ich bin Direktor für Fotografie. Das ist der Star dieses Films. Was darf man fragen, ist die Bedeutung davon. Dies ist das Ende des Films.